Moin Leute, willkommen im Bruderland. Das Thema Powerbank ist ja immer so ein bisschen tricky und ich habe mir vor einiger Zeit die Anker 737 Powerbank geholt und das ist bisher so die teuerste Powerbank, die ich jemals hatte und ich habe die jetzt über einen Monat im Einsatz und es wird Zeit, so darüber zu sprechen, was das Ding wirklich kann und was das Ding noch für Kinderkrankheiten hat. Fangen wir vielleicht erstmal mit den generellen Specs an zu der Powerbank. Was bekommen wir denn dafür? Wir haben hier einen riesigen Klotz und in diesem Klotz sind offiziell 24.000 mAh Akku verbaut. Da muss man immer ein bisschen drauf achten. Man kann es leider nicht so gut lesen. Hier steht drauf, hier sind 6 Zellen, A4000 mAh und ist unter der Berücksichtigung, dass diese Akkus normalerweise bei 3,7 Volt laden und wenn man natürlich ein Smartphone, ein Tablet oder sonst was aufladen will, das immer umgewandelt werden muss und dementsprechend hat man ja immer so ein bisschen Verlust bei Powerbanks. Ne? Manche Hersteller, die machen einfach einen größeren Akku rein, damit diese 24.000 mAh oder sowas trotzdem noch rauskommen, aber in der Regel könnt ihr immer so von 15 bis 20% Verlust von dieser Leistung ausgehen, also nicht wundern, warum ihr keine 24.000 mAh rauskommen. Kommen wir zu dem Thema Ladegeschwindigkeiten. Wir haben hier zwei USB-C-Ports und einen USB-A-Port. Gleich zur Info, der obere USB-C-Port, das ist der einzige Port, mit dem geladen werden kann. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ansonsten gibt Anker hier 140 Watt an. Also theoretisch kann jeder Port hier irgendwie 140 Watt, aber natürlich nicht beide gleichzeitig. Und entsprechend sieht es auch anders aus, wenn alle Kabel belegt sind. Wenn ihr das passende Ladegerät habt, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Feature, das die Powerbank hier von der Konkurrenz abhebt, weil sonst lädt man Powerbanks normalerweise so mit 10 Watt, wenn man Glück hat, oder 15 Watt. Und wenn ich das jetzt hier reinstecke und ihr seht jetzt langsam die Geschwindigkeit hochgehen, blub, 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 blub. Also wie gesagt, theoretisch 140 Watt gehen. Ich konnte jetzt nur bis 100 Watt testen. Ne, jetzt sind wir hier bei 90 Watt. Das ist natürlich auch immer davon abhängig, wie voll der Akku ist. Auf jeden Fall, wenn ihr das passende Netzteil dazu habt, um zu laden, dann könnt ihr das Ding in fast einer Stunde wieder komplett aufladen. Und da dauert es bei Konkurrenz mit 5 oder 10 Watt doch spürbar länger, bis so eine Powerbank aufgeladen ist. Also das ist super und das sollten wir uns mal im Kopf behalten für später. Ansonsten haben wir hier Power Delivery 3.1. Das heißt, da kann bei 5 Ampere bis zu 28 Volt geladen werden, also dass ihr da die entsprechenden 140 Watt bekommt und natürlich müsst ihr das entsprechende Endgerät dazu haben. Ich selber konnte das jetzt mit meinem Firmen-Notebook bis 80 Watt testen, da ging das irgendwie. Ich glaube, die 140 Watt bekommt ihr, glaube ich, auch nur bei irgendwelchen aktuellen MacBooks oder sowas. Aber kommen wir zum Thema Kapazität. Da habe ich jetzt auch ein paar Tests durchgeführt. Und von den 24.000 mAh ist natürlich immer davon abhängig, mit was für einer Geschwindigkeit man auflädt und wie man dann entsprechend umwandeln muss und so weiter. Da bin ich bei 20.000 bis 20.500 angekommen. Was ebenfalls das Nonplusultra ist, auch in Sachen Powerbank, ist natürlich dieses Informationsdisplay. Ne? Also diese Informationen, die man hier bekommt, sei es mit Aufladegeschwindigkeit, ne? Also wenn es auflädt, ist es hier grün. Wenn das die Powerbank selber lädt, dann ist das blau. Also da seht ihr, da lädt die Powerbank auf, hier wird dann quasi die Powerbank aufgeladen. Eine Sache, die mir ebenfalls aufgefallen ist, also egal was ich mit dem Ding gemacht habe, das Ding hat sich jetzt irgendwie nicht spürbar erhitzt. Also auch wenn das Ding selber mit 100 Watt geladen wurde und parallel noch 2 andere Geräte aufgeladen, das Ding ist eigentlich immer noch relativ kühl geblieben, ohne dass man da jetzt wirklich spürbare Wärmeentwicklung wahrnehmen konnte. Last but not least, für die Leute, die von euch mal ab und zu mal irgendwelche kleineren Geräte aufladen wollen, da gibt es ja auch einen Tickle-Modus, ich weiß gar nicht, wie ich das genau übersetzt heißt. Das soll halt ein quasi Überladungsschutz sein, dass ihr eure Earbuds oder Smartwatches oder sonst was nicht killt. Was ihr dazu tun müsst, ihr müsst einfach die Taste an der Seite zweimal drücken und dann taucht hier so ein grüner Punkt auf und dann ist der Tickle-Modus aktiviert und wenn ihr das ausschaltet wollt, dann drückt ihr einfach wieder zweimal die Taste an der Seite. Ich persönlich
hab's jetzt noch nicht gebraucht, aber ab und zu bekommt ihr so die Nachricht, dass das irgendwie die Spannung zu niedrig ist oder deswegen nicht lädt oder sowas. Ne? Dann müsst ihr das im Hinterkopf behalten, dass ihr da vielleicht den Tickle-Modus aktivieren müsst. Kommen wir mal zu den negativen Sachen, weil die ist noch ein bisschen verbuggt. Ne? Also die Software, die hier drauf ist, die auch das Display betreibt und sowas, die sorgt für ein paar Probleme in meinen Augen. Und ihr könnt es vielleicht noch sehen. Fangen wir vielleicht mit dem ersten Thema an, was ganz offensichtlich ist. Hier unten beim USB-A-Port wird hier noch eine Spannung angezeigt. Anker sagt zwar, dass das nach 2 Minuten sich deaktiviert, aber das scheint nicht immer der Fall zu sein. Und das sorgt dafür, dass sich das Ding entsprechend weiter entlädt. Ich weiß nicht, was ist das? Manchmal deaktiviert sich das, aber manchmal läuft das Ding halt einfach den ganzen Tag. Also das solltet ihr im Hinterkopf, das ist noch ein bisschen buggy, das funktioniert noch nicht so richtig. Genauso sieht es auch mit dem Display aus. Also wir haben hier dieses Informationsdisplay und eigentlich gibt es ja hier die Funktion, dass man das ausschaltet. Autoscreen off oder an. Ja? Trotzdem manchmal, auch wenn ich es ausgeschaltet habe, bleibt manchmal das Display an. Also das ist noch so ein bisschen buggy. Ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal funktioniert es einen Tag gut, manchmal wiederum geht es die ganze Zeit an, aus, an, aus, an, aus. Also das ist auch noch ein bisschen buggy. Ich hoffe, dass der Anker bei der nächsten Generation noch mal ein bisschen genauer drauf schaut, weil das natürlich auch entsprechend den Akku entleert. Was auch so ein Thema ist, die Powerbank achtet natürlich drauf, wie viele Kabel da drin sind. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel jetzt nur ein USB-C-Kabel drin habt. So, ihr habt ein Kabel drin. Also wenn ihr quasi euren USB-C-Port benutzt und ladet und dann quasi das zweite Kabel reinsteckt, dann spürt er manchmal, okay, da ist jetzt ein zweites Gerät, ich lade jetzt da auch mal. Das hat zur Folge, also gerade wenn ihr richtig schnell mit USB-C ladet, also wenn ihr zum Beispiel das Notebook aufladet oder sowas, dass er dann runterschaltet. Dass er dann nicht mehr die volle Geschwindigkeit macht, sondern nur noch, ich glaube, 65 Watt oder irgend sowas. Und das Hauptproblem ist, wenn ihr dann quasi das andere USB-Gerät wieder entfernt oder sowas, dann kriegt das die Powerbank manchmal nicht mit. Ja, und die lädt dann weiter nur noch mit der reduzierten Geschwindigkeit. Also gerade wenn ihr euer MacBook aufladen wollt, achtet mal drauf, wenn ihr irgendwie parallel euer iPhone aufladet und ihr das iPhone dann wegnehmt, dass wirklich das MacBook mit der vollen Geschwindigkeit lädt. Weil das ist irgendwie doch so ein bisschen buggy und da überprüft der anscheinend nicht so häufig, wie viele Geräte quasi gerade am Laden sind. Ne? Ich meine, er hat ja jetzt noch die Phantomspannung hier unten, aber das ist noch ein bisschen buggy. So, last but not least, was euch natürlich klar sein muss, das Ding ist definitiv schwer und ein richtiger Moloch. Und wie gesagt, das hier ist jetzt meine Sendur mit 24.000 mAh, das ist meine Emuto mit 30.000. Man merkt das Ding schon, wenn man die Anker Powerbank in die Hand nimmt. Das Ding ist schon schwer und das ist definitiv nichts für die kleine Handtasche. So, kommen wir mal zum abschließenden Fazit. Für wen macht denn diese Powerbank wirklich Sinn? Und da sage ich gleich, wenn ihr unterwegs eigentlich nur ein Smartphone aufladen wollt, dann braucht ihr die beim besten Willen nicht. Dann ist mit 150 € der komplette Overkill. Auch wenn ihr ein Tablet unterwegs aufladen wollt, müsst ihr auch schauen. Also mein iPad Pro lädt mit 30 Watt maximal. Da sind 140 Watt hier auch kompletter Overkill. Ja, natürlich, man kann mehrere Geräte aufladen und so weiter. Aber auch da müsst ihr überlegen, so, brauche ich das wirklich? Und das Hauptproblem ist halt immer noch diese Sache mit dieser Entladungsgeschichte. Das habt ihr definitiv. Und gerade wenn ihr sagt, ich habe meine Powerbank, die habe ich im Rucksack für den Notfall immer dabei und sowas, da ist das wahrscheinlich nicht so das richtige Gerät dafür, weil wenn ihr dann den Notfall habt, dann wird die vermutlich so entladen sein, dass ihr sie nicht benutzen könnt. Wo es auf jeden Fall Sinn macht, wenn ihr dann ein MacBook, ein anderes Notebook habt, wo wirklich ein großer Akku drin ist, den ihr auch unterwegs mit Power Delivery benötigt, da kommt das Ding halt richtig zum Vorschein, zum Strahlen. Und gerade in Verbindung mit der Möglichkeit, diese Powerbank auch schnell wieder aufzuladen, ne? Also nicht nur quasi sein Notebook schnell aufzuladen, sondern ich setze das Ding quasi an ein passendes 100 Watt Netzteil und habe das Ding in einer Stunde wieder aufgeladen. Da kann die Konkurrenz definitiv nicht mithalten. Weil da werdet ihr schon den Unterschied merken, ob ihr mit 100 Watt eure Powerbank aufladen könnt oder mit 10 Watt. Falls ihr dieses schnelle Laden nicht benötigt, ne, weil ihr sagt, ja, ich setze halt mal meine Powerbank abends dran und am nächsten Morgen nehme ich sie dann wieder mit, dann braucht ihr das ja auch nicht. Aber für den Fall, dass ihr sagt, ich muss doch schnell aufladen, dann sitze ich wieder im Zug, bin unterwegs,
ist das Ding einfach geil. Also das kann man sagen, was man will, und dann werdet ihr damit definitiv euren Spaß haben. Ich persönlich werde die behalten, weil ich bin durchaus ab und zu mal im Zug unterwegs und habe dort auch mein Notebook dabei und will vielleicht doch mal wie noch parallel mein iPad und mein Smartphone laden oder sowas. Falls ihr Outdoor unterwegs sein sollt, dann greift vielleicht doch lieber zu einer anderen Powerbank, die einfach zwar langsamer lädt, aber wo es dann keine Entladungsprobleme gibt oder sowas. Aber insgesamt, ich bin auch zwiegespalten. Ich persönlich werde sie behalten, aber 150 € ist halt schon eine Hausnummer. Ihr müsst mal schauen, ab und zu gibt es mal irgendwelche 10% Rabattaktionen bei Anker oder sowas. Aber ich hoffe, dass die nächste Generation diese ganzen Kinderkrankheiten beseitigt. Und vor allem, ich meine, dieses Display finde ich echt saugeil. Ich hoffe, dass das auch irgendwie mal auf den kleineren Nicht-Power-Delivery-Powerbanks von Anker landet, weil das könnte vielleicht auch noch interessant sein. Ja, und wie gesagt, das war mein nicht ganz so wissenschaftlicher Fazit zur Anker 737 Powerbank. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.